Ja, mein Name ist Ralf Pude. Ich habe die Professur für nachwachsende Rohstoffe an der Universität Bonn und leite den Campus Köln-Altendorf. Ich bin schon ganz lange an der Uni Bonn, weil ich habe hier schon studiert, habe meine Diplomarbeit schon geschrieben, übrigens über Miscanthus, Chinaschilf, und war einer der ersten in ganz Deutschland. Und jetzt habe ich sogar die Professur für nachwachsende Rohstoffe an der Uni Bonn. Ja, die Krönung ist, dass ich im Bioökonomierat NRW berufen worden bin. Und da ist ja genau das, die Umsetzung der Forschung, der landwirtschaftlichen Forschung in bioökonomische Produkte, also das noch weiter nach vorne zu bringen. Das hat mich sehr gefreut, dass ich da berufen wurde, um das noch mehr zu forcieren. Die Entwicklungen gehen alle viel zu langsam. Man könnte viel, viel weiter sein. Ich habe schon vor 20 Jahren den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für eine Entwicklung von einem Leichtbeton aus diesem Miscanthus, aus diesem Chinaschilf bekommen. Aber die Umsetzung dauert einfach zu lange. Und ich erhoffe mir jetzt durch das Mitwirken im Bioökonomierat, dass wir manche Sachen forcieren können, dass das schneller vorangeht. Ich bin ja Pflanzenbauer, eigentlich, der sich mit dem Anbau der Pflanzen auskennt, aber auch gleichzeitig Produkte aus diesen Pflanzen entwickelt. Aber das Ganze muss ja später an den Markt kommen. Und die Kollegin Monika Hartmann macht ja gerade den Bereich Marktforschung ganz intensiv. Und deshalb kann man sich hervorragend in diesen Bereichen ergänzen, wenn dann die Produkte, die wir entwickelt haben, auf den Markt kommen sollen. Und sie macht da hervorragende Studien und daran kann man wieder auch ableiten, was man an dem Produkt ändern müsste, damit es halt auch später in die Umsetzung kommt. Ja, ich habe Ihnen hier mal als Beispiel gehäckselten Miscanthus mitgebracht. Miscanthus, dieses Chinaschilf, das wächst aktuell 5 cm am Tag, wird am Ende des Jahres 3-4 Meter hoch sein und wird am Ende eines Jahres 30 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr gebunden haben. Die Pflanze ist mehrjährig, treibt jedes Jahr wieder aus. Also pro Jahr bindet die Pflanze 30 Tonnen CO2. Und unsere Idee war es nun, dieses CO2, was hier in dieser Pflanze in der Biomasse gebunden ist, in ein langlebiges Produkt umzuwandeln. Und das sehen wir hier. Wir entwickeln aktuell Bauplatten aus Miscanthus, die, wie man hier sieht, das ist so ein Flammkegel, die auch noch feuerresistent ist und die wir auch noch behandelt haben, dass sie kein Wasser aufnimmt. Selbst wenn man diese Platte schneidet, bleibt die Schnittkante, zieht die kein Wasser. Und so entwickeln wir gerade Platten als Alternativen zu den Spanplatten, zu Gipskartonplatten, um ein Produkt zu haben, was nach 50, 60 Jahren auch noch wieder genommen werden kann, wieder klein gehäckselt werden kann und wieder zu einem Baustoff gemacht werden kann. Diese Idee, das verfolgt kaum noch jemand, aber wir sind hier sehr, sehr weit und wir haben die Idee sogar patentiert.